Lukas, ich war letzte Woche bei meiner Familie zu Besuch. Es war seltsam. Seltsam? Warum? Was ist passiert? Wir saßen alle im gleichen Raum. Meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder. Aber niemand hat miteinander gesprochen. Wirklich? Was haben Sie stattdessen gemacht? Meine Mutter war am Handy. Mein Vater hat ferngesehen. Meine Schwester war auf Instagram. Mein Bruder hat Videospiele gespielt. Und ich saß da und habe sie alle angeschaut. Das klingt nicht nach einem schönen Familienabend, Anna. Diese Frage beschäftigt mich wirklich. Ist das normal? Ist das heute typisch? Was macht die Technologie mit unseren Familien? Das ist eine sehr wichtige Frage, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir darüber, wie verändert Technologie unser Familienleben. Ist sie Fluch oder Segen? Verbindet sie uns oder trennt sie uns? Das ist perfekt. Ich brauche Antworten, denn mein Familienabend war traurig. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute? Technologie in der Familie. Segen oder Fluch? Los geht's! Also, Lukas, fangen wir mit meiner Kindheit an. Früher war alles anders. Wie anders? Erzähl mir. Als ich klein war, hatten wir nur ein Telefon im Haus. Es hing in der Küche an der Wand. Kein Handy, kein Internet, kein Instagram. Klingt wie vor 1000 Jahren. Wann war das? Das war vor 15 Jahren, nicht vor 1000 Jahren. Aber es fühlt sich anders an. Wie habt ihr eure Zeit verbracht? Wir haben zusammen gegessen. Jeden Abend. Am Tisch. Ohne Fernseher. Ohne Handys. Wir haben geredet. Worüber habt ihr geredet? Über die Schule, über die Arbeit, über Freunde, über Probleme, über Pläne fürs Wochenende. Normale Dinge. Das klingt schön. Machen deine Eltern das heute noch? Nein. Heute sitzt jeder mit seinem eigenen Bildschirm da. Mein Vater isst und schaut gleichzeitig Nachrichten. Meine Mutter isst und schreibt Nachrichten. Das ist ein Problem, das viele Familien haben, Anna. Du bist nicht allein. Wirklich? Geht es anderen auch so? Ja, Studien zeigen, mehr als 50% der Eltern sagen, dass ihre Kinder zu viel Zeit am Handy verbringen. Und die Kinder sagen das Gleiche über ihre Eltern. Die Kinder sagen, die Eltern sind zu viel am Handy? Ja, eine Studie hat gefragt, wer ist mehr am Handy, Eltern oder Kinder? Die Kinder sagten, unsere Eltern. Das ist ironisch. Die Eltern beschweren sich über die Kinder, aber machen es genauso. Genau, das ist die große Ironie unserer Zeit. Wir alle sind betroffen. Niemand ist perfekt. Anna, wir müssen über 2 Seiten der Technologie sprechen. Die gute Seite und die schlechte Seite. Fang mit der guten Seite an. Ich brauche etwas Positives. Die gute Seite. Technologie verbindet Menschen über große Distanzen. Wie meinst du das? Meine Oma lebt in Hamburg. Ich wohne in München. Das sind 800 Kilometer. Früher habe ich sie 2-mal im Jahr gesehen. Und heute? Heute sehe ich sie jede Woche, per Videoanruf. Wir sehen uns, wir hören uns, wir lachen zusammen. Das ist Technologie. Das stimmt. Ohne Technologie wäre das nicht möglich. Auch Familien, die in verschiedenen Ländern leben. Eltern arbeiten im Ausland, Kinder bleiben in der Heimat. Ohne Technologie wäre das sehr schwer. Das habe ich nicht bedacht. Für manche Menschen ist Technologie lebenswichtig. Ja, während der Corona-Pandemie zum Beispiel. Familien konnten sich nicht besuchen, aber sie konnten sich anrufen, sehen, zusammen online essen. Das stimmt. In der Pandemie war mein Handy mein Fenster zur Familie. Also, Technologie kann verbinden, sie kann Distanz überwinden, sie kann Einsamkeit reduzieren. Aber ich höre ein Aber in deiner Stimme. Aber wenn die ganze Familie im gleichen Raum sitzt und alle auf ihre Bildschirme schauen, dann ist Technologie nicht mehr verbindend, dann ist sie trennend. Genau das ist mein Problem. Wir sind im gleichen Raum, aber wir sind nicht zusammen. Das nennt man allein zusammen oder auf Englisch alone together. Ein berühmter Forscher hat diesen Begriff geprägt. Allein zusammen? Das klingt traurig. Ist es auch. Technologie sollte uns helfen, nicht ersetzen.
Lukas, ich muss dir ein Beispiel aus meiner Kindheit erzählen. Natürlich, ich höre zu. Früher haben wir als Familie jeden Sonntag ein Spiel gespielt. Monopoly, Mensch ärgere dich nicht, Karten. Jeden Sonntag? Das ist eine schöne Tradition. Ja, wir haben gelacht, gestritten, uns gefreut, geweint. Es war laut, es war chaotisch, aber es war Familie. Macht ihr das heute noch? Nein, heute sitzt jeder mit seinem eigenen Bildschirm da. Ich habe vorgeschlagen, ein Spiel zu machen. Meine Schwester sagte, keine Zeit, ich schaue eine Serie. Mein Bruder sagte, gleich, erst ein Spiel auf dem Computer. Und deine Eltern? Meine Mutter sagte, ich bin müde vom Handy. Mein Vater sagte nichts, er hat ferngesehen. Das ist traurig, Anna. Ein schönes Ritual ist verloren gegangen. Ist das mein Fehler? Hätte ich mehr kämpfen sollen? Nein, Anna, das ist nicht dein Fehler. Technologie ist sehr mächtig. Sie ist designt, um unsere Aufmerksamkeit zu fangen. Designt? Was meinst du? Social-Media-Apps, Videospiele, Streamingdienste, sie sind gemacht, damit wir lange bleiben. Sie haben Experten, die wissen, wie man unser Gehirn austrickst. Also kämpfe ich gegen Experten? Ja, deine Schwester kämpft gegen Algorithmen, die wissen, wann sie die nächste Folge zeigen muss. Dein Bruder kämpft gegen Spieledesigner, die Belohnungen im perfekten Moment geben. Das ist unfair. Wie soll eine Familie dagegen ankommen? Indem sie Regeln macht, indem sie bewusst Technologie nutzt, nicht automatisch. Ich erzähle dir jetzt von einer Familie, die ich kenne, der Familie Schmidt. Familie Schmidt? Wer ist das? Familie Schmidt hat 3 Kinder, 2 Teenager und ein kleineres Kind. Vor 2 Jahren hatten sie das gleiche Problem wie deine Familie. Was haben Sie gemacht? Sie haben beschlossen, so kann es nicht weitergehen. Sie haben Regeln aufgestellt. Welche Regeln? Ich brauche Ideen. Regel 1: Beim Essen gibt es keine Handys, kein Fernseher, keine Tablets, nur Essen und Reden. Das ist schwer, aber möglich. Regel 2: 1 Stunde vor dem Schlafengehen gibt es keine Bildschirme, kein Handy, kein Fernseher, kein Computer. Und was macht man in dieser Stunde? Die Familie Schmidt liest, redet, spielt Spiele, hört Musik, manchmal kochen sie zusammen, manchmal machen sie leichte Gymnastik. Das klingt eigentlich schön. Regel 3: 1 Tag pro Woche ist Digital Detox, ein ganzer Tag ohne Bildschirme. Ein ganzer Tag ohne Handy, ohne Internet? Das ist ja unmöglich. Familie Schmidt macht es. Sonntags. Sie gehen spazieren, besuchen Freunde, fahren in die Natur, backen Kuchen. Das klingt eigentlich schön. Vielleicht sollte meine Familie das auch versuchen. Lukas, ich muss dir über etwas anderes sprechen. Über meine kleine Cousine. Deine Cousine? Wie alt ist sie? Sie ist 5 Jahre alt und sie hat ein eigenes Tablet. Mit 5? Das ist sehr jung. Ja, meine Tante gibt ihr das Tablet, wenn sie Ruhe haben will. Wenn sie isst, wenn sie arbeitet, wenn sie telefoniert. Das ist ein Problem, Anna. Kinder brauchen echte Interaktion, nicht nur Bildschirme. Was passiert mit einem Kind, das zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringt? Die Forschung sagt, Kinder brauchen Bewegung, Sprache, Berührung, echte Gesichter. Bildschirme können das nicht ersetzen. Welche Probleme können entstehen? Sprachprobleme, weil sie weniger mit echten Menschen sprechen, Konzentrationsprobleme, weil Bildschirme zu schnell sind, Übergewicht, weil sie sich nicht bewegen, Das klingt schlimm. auch Schlafprobleme. Das blaue Licht von Bildschirmen macht das Gehirn wach. Kinder schlafen schlechter ein. Meine kleine Cousine schläft oft schlecht. Ihre Mutter sagt, sie ist hyperaktiv. Vielleicht liegt es am Tablet, vielleicht nicht, aber es wäre gut, weniger Bildschirmzeit zu probieren. Ich habe meiner Tante das schon gesagt. Sie sagt, alle Kinder haben Tablets. Das ist normal heute. Normal bedeutet nicht gesund. Früher war es normal, dass Kinder Bier getrunken haben oder ohne Sicherheitsgurt gefahren sind. Das stimmt. Normal ist nicht immer gut. Vielleicht kannst du deiner Tante einen Artikel schicken oder einen Podcast empfehlen. Viele Eltern wissen nicht, wie schädlich zu viel Bildschirmzeit sein kann. Das mache ich. Danke, Lukas. Aber wir müssen auch über die Vorteile von Technologie für Familien sprechen, Anna. Vorteile nach all dem Negativen? Ja, es wäre unfair, nur die Schattenseiten zu zeigen. Es gibt auch Licht. Okay,
Erzähl mir die Lichtseiten. Erstens Familien-Apps. Es gibt Apps, wo Familien Termine teilen können. Wer hat wann Training? Wer muss zum Arzt? Wann ist Elternabend? Das ist praktisch. Bei uns zu Hause ist immer Chaos mit den Terminen. Zweitens gemeinsames Fernsehen. Ja, Fernsehen kann auch gut sein. Meine Familie schaut jede Woche zusammen eine Serie. Zusammen? Wirklich? Ja, wir machen Popcorn, wir kuscheln auf dem Sofa, wir lachen zusammen. Danach reden wir über die Folge. Das ist auch Familie. Das stimmt. Gemeinsames Erleben ist wertvoll, egal ob Spiel, Film oder Essen. Drittens digitale Fotoalben. Früher hatten wir Papierfotos in Alben. Heute haben wir gemeinsame Cloud-Ordner. Das ist schön. Mein Vater scannt gerade alte Fotos und teilt sie mit uns. Genau, Technologie kann Erinnerungen bewahren. Früher sind viele Fotos verloren gegangen, heute nicht mehr. Also ist Technologie nicht gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Genau, Anna. Ein Messer kann Brot schneiden oder Menschen verletzen. Die Technologie ist neutral. Wie wir sie nutzen, macht den Unterschied. Okay, Lukas, aber wie machen wir das konkret? Wie nutzen wir Technologie gut? Ich gebe dir 10 konkrete Tipps für Familien. Einige kennst du schon. Ich bin bereit. Los! Tipp 1. Essensregeln. Beim Essen keine Handys, kein Fernseher, nur die Familie. Das ist schwer, aber möglich. Tipp 2. Bildschirmfreie Zonen. Zum Beispiel das Schlafzimmer. Keine Handys im Schlafzimmer. Nicht mal zum Wecker? Du kannst einen normalen Wecker kaufen, einen ohne Bildschirm. Ein normaler Wecker? Die gibt es noch? Ja, im Supermarkt. Tipp 3. Gemeinsame Aktivitäten planen. Ein Spiel, ein Spaziergang, ein Kochabend. Das muss man wirklich planen. Es passiert nicht einfach so. Genau. Tipp 4. Bildschirmzeiten begrenzen. Für Kinder und für Erwachsene. Auch für Erwachsene? Besonders für Erwachsene. Kinder lernen von ihren Eltern. Wenn du immer am Handy bist, wird dein Kind auch immer am Handy sein. Oh, das habe ich nicht bedacht. Tipp 5. Gemeinsame digitale Erlebnisse. Zusammen einen Film schauen. Zusammen ein Videospiel spielen. Zusammen Musik hören. Das ist besser als jeder allein. Tipp 6. Handyfreie Tage. Einmal pro Woche, einmal pro Monat, aber regelmäßig. Ein ganzer Tag ohne Technik? Das ist hart. Fang klein an. Ein Nachmittag ohne Technik, dann ein ganzer Tag. Vielleicht ist das möglich. Tipp 7. Offene Gespräche. Redet über Technologie. Warum ist sie wichtig? Wo sind die Probleme? Mit Kindern? Ja, auch kleine Kinder verstehen viel. Sag ihnen, Handys sind wie Werkzeuge. Man muss lernen, sie richtig zu benutzen. Das ist klug. Nicht verbieten, sondern erklären. Tipp 8. Vorbild sein. Wenn du willst, dass dein Kind weniger am Handy ist, sei du auch weniger am Handy. Oh je, das wird schwer für meine Mutter. Für viele Eltern ist das schwer, aber es ist wichtig. Tipp 9. Handyfreie Zeiten. Zum Beispiel die erste Stunde nach dem Aufwachen oder die letzte Stunde vor dem Schlafen. Das ist gut für den Schlaf. Ja, und gut für die Familie. Tipp 10. Genießt die Stille. Nicht jede Minute muss gefüllt sein. Stille ist auch schön. Stille. Das ist ungewohnt, aber vielleicht ist es gut. Lukas, ich muss dir von einem schönen Moment erzählen, von letzter Woche. Erzähl mir, ich liebe schöne Momente. Mein Vater hat sein Handy aus Versehen in der Küche liegen lassen. Wir waren im Wohnzimmer. Und? Er wusste nicht, was er tun sollte. Er saß da, er hat uns angeschaut und dann hat er gefragt, wie war eure Woche? Wirklich? Dein Vater? Ja, meine Schwester hat große Augen gemacht, mein Bruder hat den Computer ausgemacht und wir haben 1 Stunde lang geredet. Das ist wunderschön, Anna. Ja, in dieser Stunde habe ich gemerkt, die Familie ist da. Sie ist nur ein bisschen verloren hinter den Bildschirmen.
Deine Familie ist da, Anna. Sie wartet nur auf einen kleinen Anstoß. Vielleicht sollte ich den ersten Schritt machen. Mach das. Schlag deiner Familie einen Spieleabend vor. Oder einen Spaziergang. Fang klein an. Das mache ich. Danke, Lukas. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Technologie kann Familien verbinden, über große Distanzen, in Krisenzeiten, durch gemeinsame Erlebnisse. Punkt 2. Technologie kann Familien auch trennen, wenn jeder auf seinen eigenen Bildschirm schaut, statt miteinander zu reden. Punkt 3. Kinder brauchen Grenzen. Zu viel Bildschirmzeit kann Sprache, Konzentration und Schlaf schädigen. Punkt 4. Eltern sind Vorbilder. Wenn Eltern immer am Handy sind, werden Kinder es auch sein. Punkt 5. Regeln helfen. Keine Handys beim Essen, bildschirmfreie Zonen, gemeinsame Aktivitäten. Punkt 6. Technologie ist neutral. Sie ist weder gut noch böse. Wie wir sie nutzen, macht den Unterschied. Punkt 7. Kleine Schritte reichen. Ein bildschirmfreier Nachmittag, ein gemeinsames Spiel, ein Gespräch ohne Handy. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Verbringt 1 Stunde mit eurer Familie ohne Bildschirme. 1 Stunde. Kein Handy, kein Fernseher, kein Computer. Nur ihr und eure Familie. Sprecht miteinander, spielt ein Spiel, kocht zusammen, geht spazieren, sitzt einfach da und redet. Schreibt uns in die Kommentare, wie es war. War es schwer? War es schön? Was habt ihr gemacht? Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge, ich bin bereit. Versucht einen ganzen Tag ohne Handy. Nur einen Tag, von morgens bis abends. Einen ganzen Tag? Das ist verrückt. Ja, aber ihr schafft das. Menschen haben Tausende von Jahren ohne Handy gelebt. Ihr schafft einen Tag. Und vergesst nicht, Technologie ist unser Werkzeug, nicht unser Herr. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch zum Nachdenken gebracht. Und jetzt rufe ich meine Familie an. Aber nur kurz. Und dann treffen wir uns zum Spieleabend. Das ist eine gute Entscheidung, Anna. Viel Spaß. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, legt das Handy weg und schaut eure Familie an. Sie ist da. Sie wartet. Und jetzt ab zum Spieleabend. Tschüss.